Очень понравилась презентация духов Luxe Deluxe Givenchy. Вот это мой самый любимый фаворит, который, кстати, очень хорошо раскрылся на моей коже. Как мне даже сказала советник Givenchy. Eine mega Geschichte. Schön, wir freuen uns. Also herzlich willkommen in der Welt von Givenchy. Und wie ich schon ein bisschen angeteased habe, ist es eine sehr große Marke. Givenchy ist als Aristokrat auf die Welt gekommen und hat somit auch ganz, ganz viel Unterstützung von zu Hause bekommen. Seine Mama war seine erste große Muse, seine erste große Liebe und auch die ihm immer geholfen hat, seine Träume zu erfüllen und wahrzumachen und ihm ganz viel ermöglicht hat. Cristobal Balenciaga war sein größter Mentor, also die beiden haben sich auch immer abgesprochen und er hat sehr viel auch von ihm gelernt. Und auch diese Verbindung zwischen der Couture und eben auch den Parfums, das war eigentlich von Anfang an gegeben. Er hat immer diese Vorliebe schon für die Parfums gehabt. Und sein erster Duft, Le Deux, und dann eben auch sein zweiter Duft, Hallo, die hat er seinen besten Kunden bei einem Kauf von Haute Couture, hat er ihnen die Parfums eben dazu geschenkt. Also das war noch bevor das Ganze kommerziell gemacht wurde und bevor es die Düfte zu kaufen gab. Also Audrey Hepburn hat auch eine ganz, ganz große Rolle in seinem Leben gespielt. Und für sie hat er dann das erste L'Interdit als persönliches Geschenk für sie gemacht. Und sie hat dann eben auf die Frage hin, ob er es denn auch verkaufen dürfe, hat sie gesagt, mehr ein Spaß, aber je vous l'interdis. Und daher kam der Name. Sie damals eine ganz unbekannte junge Schauspielerin war und Hubert de Givenchy hat nur gesehen, eine Miss Hepburn hat sich einen Termin ausgemacht und er dachte, es wäre die damals schon berühmte Katharine Hepburn und es war aber die noch unbekannte junge Audrey Hepburn. Und dann war er direkt ein bisschen enttäuscht und sie ist mit dem großen Wunsch zu ihm gekommen, dass sie für ihre erste große Filmrolle unbedingt die Kostüme von ihm möchte. Und er hat dann ein bisschen sich überreden lassen und hat dann aber doch eingewilligt. Und so war es dann tatsächlich so, dass sie in ihrer ersten großen Filmrolle im Film Sabrina hat dann die besten Kostüme, den Oscar bekommen für die Kostüme von Hubert de Givenchy. Und sie hat ab dem Zeitpunkt mit ihm eine lebenslange Freundschaft gehabt. Sie war immer und ewig seine Muse. Und sie hat auch in alle künftigen Filmverträge hineinschreiben lassen, dass sie immer nur in Givenchy gekleidet sein möchte. In der Collection Particulière haben wir eben auch wieder so ein absolutes Wahrzeichen dafür, kann man sagen, weil, das ist auch das Schöne, es sind sehr, sehr besondere Namen, die die Düfte tragen und er hat es geliebt, Gäste einzuladen und da hat man, also man könnte sagen, er hat für viele seiner Lieblingsgäste hatte er Spitznamen, ja, und das konnte sein von der Freche bis hin zu der Partycrasher und so weiter, ja, alles Mögliche. Und genau diese Namen tragen auch diese Düfte und sind in dieser Collection Particulière eben vertreten. Und wir haben es hier eben mit einer absolut exklusiven und sehr, sehr klein distribuierten Linie zu tun. Und diese Linie hebt sich ab, weil es ist eben quasi Beyond Luxury, also das ist der Luxus noch über dem Luxus. Mhm. Und hier haben wir auf der einen Seite natürlich lauter Inhaltsstoffe, Rohstoffe, Ingredienzien, die ganz, ganz besonders sind. Natürlich auch nur von den besten Rohstofferzeugern. Sehr viele sind auch aus Gras und Gras ist ja berühmt dafür, dass es dort eben die besten Duftinhaltsstoffe gibt, die dort erzeugt werden. Aber natürlich kommen die Pflanzen, Blumen etc. aus der jeweils besten Anbauregion weltweit. Und so hat man zum Beispiel die Damaszener-Rose, also die Urrose aus Damaskus, die dann aber natürlich in Gras aufbereitet wird. Und dann ist auch noch sehr viel Augenmerk darauf gelegt worden, dass es
verschiedene Facetten der jeweiligen Duftnoten sind. Wir haben zum Beispiel einen Rosenduft dabei, wo wir 3 verschiedene Auszüge aus der Damaszener-Rose haben. Und das eine ist eben ein Absolut, das zweite ist eine Essenz und das dritte ist ein Aufguss. Das heißt, wir haben in einem Aufguss viel frischere Noten aus der Rose und in einem Absolut viel kräftigere mit mehr Tiefe. Und ja, so haben wir hier quasi wirklich das Beste vom Besten in Eau de Parfums verarbeitet, mit wunderschönen Geschichten jeweils zu jedem Parfum. Und wie Sie auch schon sehen können, man bekommt schon so einen leichten Eindruck davon, wie was riechen könnte, weil auch die Farbgebung so ein bisschen schon über sich spricht oder man kann sich schon so ein bisschen was dazu denken. Accord particulier, da werde ich Ihnen dann noch extra was sagen dazu. Aber wenn wir hier mit den hellen beginnen, also Trouble Fête zum Beispiel, ja, und hier, das ist eben alles eher so frisch, spritzig, da hat man so Zitrusnoten drinnen und auch grüne Noten drinnen. Dann wird schon ein bisschen blumiger und geht dann so Richtung Rosendüfte, aber auch natürlich raffiniert, kombiniert mit anderen Ingredienzien. Es kann ein bisschen fruchtiger sein, es kann ein bisschen wärmer sein, fast honigartig, also ganz unterschiedliche Kompositionen. Dann mit Tabageur sind wir dann in einem Garten voller Orangenbäume und haben eben auch noch Mandarine drinnen, also das ist eben auch ganz speziell und dann auch noch mit Hölzern, die dem Ganzen wieder einen anderen Twist geben. Und ich glaube, Sie werden, wenn Sie es ausprobieren können, werden Sie auch merken, es ist jeder Duft total eigenständig. Man kann es kaum mit einem anderen vergleichen, den man schon mal wo gerochen hat. Und sie sind vor allem, so unterschiedlich sie sind alle extrem elegant und extrem fein. Ja? Es ist auch jeder Duft von einem anderen Parfümeur kreiert worden. Also das ist auch selten, weil manchmal macht ja ein Parfümeur die komplette Kollektion. Und man riecht dann aber auch, aha, der mag das gern oder der mag das gern. Und hier merkt man wirklich, also es ist keiner auch nur irgendwie vergleichbar mit dem anderen, auch wenn es ähnliche Komponenten gibt, aber spätestens auf der Haut entwickelt sich total unterschiedlich. Und auch das ist wieder so ein Gütesiegel für einen tollen Luxusduft, der eben wirklich die hochwertigsten Inhaltsstoffe enthält, dass es eben wirklich auf der Haut ein neues Leben bekommt. Also jeder tolle Luxusduft arbeitet mit der Haut und ich finde es auch wichtig, weil wenn jetzt 3 Freundinnen von mir denselben Duft haben, will ich nicht die 4. sein, die gleich riecht, sondern es sollte dann wirklich eben auf jeder Haut anders duften. Und wir haben das schon auch im Team ausprobiert, also wir haben ein paar von uns haben ähnliche Lieblingsdüfte, aber es riecht an jeder eben anders und das ist halt wirklich auch eine Auszeichnung für ein Parfum und ein absolutes Qualitätsmerkmal. Diese Kollektion gibt es hier zum ersten Mal in der Schweiz, ja, also, und es gibt insgesamt weltweit nur 34 Standorte. Ich bin sehr traurig, dass wir es in Österreich nicht haben. Das ist der Signaturduft, das ist der Accord particulier. Und zudem gibt es zu sagen, dass es wirklich wie der zweite Hautduft ist. Ja? Also das soll wirklich die Persönlichkeit hervorheben und den Duft der Haut unterstützen. Und gleichzeitig ist das auch der einzige, der für Layering gedacht ist. Also den kann man mit jedem anderen Duft aus der Kollektion kombinieren. Dann gebe ich den drüber und habe ein Upgrade und es wird die Noten noch verstärken. Wir haben hier wirklich exakt die 4 Lieblingsduftnoten von Hubert de Givenchy persönlich. Ja? Also er war ein riesengroßer Fan von Vetiver. Er hat auch in ganz, ganz vielen Düften Vetiver drinnen. Er hat es auch geliebt, selber Vetiver zu tragen. Das haben wir natürlich drinnen. Dann haben wir aber auch die Damaszener-Rose drinnen. Das war auch eine seiner Lieblingsduftnoten. Und dann noch Patchouli und Ambroxan und das gibt die Wärme und die Tiefe dazu. Und ja. Die ganze Linie ist Unisex. Also wir beginnen mal mit den leichteren Düften. Trouble Fête ist eben ein wunderschöner Spaziergang durch einen Garten, wo es ganz viele Feigenbäume gibt.
Und vielleicht haben Sie das schon mal ausprobiert oder gerochen. Feigenbäume riechen sehr intensiv, aber nicht nur die Früchte, sondern auch die Blätter. Sambac-Jasmin, der viel zarter, feiner und subtiler riecht im Vergleich zu vielen anderen Jasminsorten. Das Wichtigste, womit man sie in Verbindung bringt, das sind die Ungehorsamen. Und da haben wir eine sehr grüne, duftige, luftige Note, die aber dann als Gegensatz auch Kiefernharz dabei hat und Zedernholz. Und in der Mitte, um das Ganze zu verbinden und auch ein bisschen anzuwärmen, könnte man sagen, haben wir Kardamom drin. Überall, es wurde wirklich nach den Gästen von ihm benannt. Oiseau rare, also das seltene Vogel zum Beispiel, ja, oder man könnte auch sagen ein bunter Vogel. Da haben wir hier eine ganz außergewöhnliche Blume drinnen. Das ist eine Immergrünart und zwar ist es die Klebsamenblüte. Und habe ich in der Linie auch zum ersten Mal kennengelernt, obwohl ich schon sehr lange mit Düften zu tun habe. Und Oiseau rare hat aber auch noch sehr pudrige Noten und auch schwarzen Pfeffer mit drinnen. Und das ist eben auch sowas, wo ich sage, für Männer wie Frauen. Also wir wissen, dass es in der Branche sehr oft empfohlen wird. Also Coeur Fou ist das verrückt wildschlagende Herz, wenn man frisch verliebt ist. Ja? Und wie könnte es anders sein, die frisch erblühende Liebe, die hat wie Knospen. Und da haben wir Knospen von der schwarzen Johannisbeere, von Cassis drinnen, die sich mit der Rose perfekt verbindet. Und somit haben wir hier sehr fruchtige, spritzige Noten in Kombination mit dreifach starker Rose. Und hier haben wir auch wieder die Damaszener-Rose drinnen, die Damaskusrose. So, Rose. Und dann kommt noch eine ganz andere Roseninterpretation. Inseparable, die unzertrennlichen. Ja? Also da geht es quasi um eine Beziehung, ganz egal ob partnerschaftlich, freundschaftlich, in der Familie, die schon ewig hält. Ja, also das ist schon gewachsen hier. Hier haben wir die Liebe, die schon sichere Bande hat und die unzertrennlich ist. Und hier haben wir eine andere Rose drin, die Rosa centifolia. Und das Ganze hat aber Nuancen, die fast honigartig riechen. Duft. Auf der einen Seite den Fokus sehr auf Orangenblüte, das war früher sehr typisch für die Königshäuser, für diverse Zeremonien. Und Orangenblüte ist auch eine der hochwertigsten Duftnoten und gleichzeitig auch eine der ältesten und ist eben wirklich ganz, ganz spezifisch. Also da merkt man einfach immer sofort, Orangenblüten riecht man sehr schnell heraus. Dann haben wir auch noch Mandarine im Fabergé, also das ist auf der einen Seite sehr zitrusmäßig. So. Kommen wir in eine sehr intensive Richtung. Ja? Also es wird glühend, brennend, leidenschaftlich heiß. Und das ist enflammé, also es ist schon der Großbrand ausgebrochen. Also da haben wir Vanille, Tabak, Kaffee und so weiter. Also es ist wirklich, manches auch dieser Tabakgeruch, sowas Schönes, Vertrautes, wenn zum Beispiel der Papa geraucht hat oder sowas. Ja? Weil man auch solche Assoziationen hat. Dafür engagiert hat, weil es ist komplett anders alles. Also fruchtig, aber auch mit viel Wärme kombiniert. L'Enfant Terrible de la Haute Couture wurde über Givenchy sehr oft genannt. Also er war so ein bisschen das Enfant Terrible, weil er einfach wirklich immer gemacht hat, was er wollte. Er war auch der Mann, der die Frauen sehr verehrt hat und gesagt hat, die Kleider sollen den Formen der Weiblichkeit folgen und nicht die Frau muss irgendwie in dieses Kleid hineinpassen. Und er hat zum Beispiel auch für Jackie Kennedy, die dafür bekannt war, ihre riesengroßen Perlen direkt am Hals zu tragen, hat er die Ausschnitte so gewählt, dass die Perlen gut zur Geltung kommen. Also
Das war eben wirklich ein anderer Zugang und er war auch derjenige, der die Zweiteiler, die Separates, eben auch den Damen geschenkt hat, also eben mit Bluse und Rock oder Bluse und Hose. Und die Ballonmäntel waren von ihm. Und jeder kennt wahrscheinlich den Film Breakfast at Tiffany's, auch das kleine Schwarze war natürlich Givenchy. Also diese ganzen Dinge waren vom L'Enfant Terrible de la Haute Couture und dem wurde natürlich auch ein Duft gewidmet. Und Hubert de Givenchy hat diesen mediterranen Lebensstil geliebt. Ja, also so dieses am Meer im Sommer und so weiter. Und so haben wir hier Bergamot aus Kalabrien als Hauptakkord drinnen. Und das Ganze aber in Kombination ungewöhnlich mit Ingwer zum Beispiel, Zistrose oder auch Labdanum genannt. Das ist eine Blume, die auch auf den Felsen in Spanien gedeiht und so Riesenblüten macht und wo sogar Tiere Unterschlupf finden, wenn ein Gewitter aufkommt oder so. Und das ist eben auch ganz ein typischer Duftstoff aus dieser Gegend. Desinvolt drinnen ist, das ist so die Leichtigkeit des Seins, die Unbeschwertheit und es ist ein Blumenbouquet aus lauter weißen Blüten. Und es ist aber eine ganz andere Richtung als die Rosendüfte oder die Orangenblüte oder so, weil hier haben wir Tuberose, Jasmin und eben diese ganzen hellen weißen Blüten, die sehr intensiv duften. Und für mich persönlich ist es so ein Duft, den wahrscheinlich viele Frauen auch bei Festlichkeiten tragen würden. Also es ist für mich auch irgendwie so bei einer Taufe, bei einer Konfirmation, bei einer Erstkommunion oder sowas. Also alle sind so fein, ich kann mich fast nicht entscheiden, aber klar habe ich so vielleicht 2, 3 meine Lieblingsdüfte jetzt gefunden. Ja. Ja, sehr spannend, sehr intensiv. Ja. Aber halten sie lange? Ja, absolut. Es sind alles Eau de Parfums und eben wirklich mit den besten Duftstoffen und konzentriert. Und es ist einfach auch, finde ich, wirklich immer gut und viel besser, wenn man sie wirklich auf der Haut trägt. Aber natürlich sind auch die Haare fantastische Duftträger, aber jede pulsierende Stelle am Körper entfaltet den Duft natürlich am stärksten, weil dort einfach das Leben zu Hause ist, ja, da pumpt's. Ja. Also Fantasque ist wirklich eine ganz, ganz extravagante Oud-Komposition. Also Oud-Holz ist eben wirklich etwas sehr, sehr leuchtendes, tiefendimensionales. Es wird auch genannt das schwarze Gold und ist im Orient eben wirklich so ungefähr das Kostbarste, was man so haben kann. Das heißt, es wird auch oft statt Schmuckstücken gekauft. Es würde mich nicht stören, wenn jemand am Abend im Theater neben mir sitzt, der das trägt, ja, weil da kommt man ja nicht aus, man muss den ganzen Abend sitzen bleiben. Und das ist eben auch wirklich wichtig, weil, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, sitzt man in der Oper und sitzt jemand daneben und man denkt, oh Gott, den ganzen Abend sitzt schon dafür. So, ja. Also das wird hier nicht passieren, auch wenn das wirklich die stärksten und intensivsten Düfte sind. Fantasque ist auch der einzige, der preislich noch eine Spur höher ist als die anderen Düfte, weil es eben diese wirklich kostbaren und wertvollen und teuren Inhaltsstoffe sind. Ja. Also da ist auch noch Myrrhe und Weihrauch dabei. Ich habe sofort an die Heiligen Drei Könige denken müssen. Ja, aber das sieht man eben auch. Also das sind halt wirklich die Kostbarkeiten, die es so an Wertschätzen gibt. Und ganz zum Abschluss, und das sage ich auch wieder, also dieser Duft polarisiert extrem. Garçon Manqué, ich liebe das, in Österreich würde man sagen, das ist der verbatzte Bur. Also das ist eben so ein Junge, ein Mädchen, das eben quasi so ein Wildfang ist und eben auch die männliche starke Seite sehr gern auslebt. Und bei Givenchy jetzt im Vergleich mit der Haute Couture haben wir natürlich eine coole Lederrobe. Und genau in diese Richtung riecht es auch. Und da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, weil in Grasse, in quasi der Duftstadt, wo man eben wirklich die exklusivsten Düfte und Rohstoffe herbekommt, dort war es schon zu ganz frühen Zeiten üblich, dass man Handschuhe parfümiert hatte. Und dieses parfümierte Leder ist eben ein Duftstoff, der in der Parfümerie geblieben ist und den man hier eben riecht.
Ist aber wirklich nur für alle gedacht, die Lederdüfte, rauchiges Leder und so wirklich mögen. Und für die, die lieber so frische und blumige, denen gebe ich es nicht in die Hand, die verlieren dann in der Nase das andere. Ja? Wollen Sie es probieren? Ja? Ja? Und jetzt ist aber noch wichtig zu wissen, wenn Sie einen also aus natürlich hergestellten Duft verwenden, macht es was mit Ihrer Haut. Ja? Und es macht auch was mit dem ganzen System, mit dem ganzen Organismus. Und für mich persönlich war es immer logisch, weil ich gesagt habe, das war ein Lebewesen, das hat eine Schwingung, das hat eine Frequenz und ich kann das auch spüren und ich kann das wahrnehmen. Und ein synthetischer Duft ist eben, ja, die Nase riecht's und ich sage, ja, riecht hübsch oder riecht so oder so, aber ich spüre es nicht. Ja? Also, und das ist halt auch immer so ein Qualitätsmerkmal und ein Gütesiegel für eben wirklich diese Luxusklasse an Düften. Ja? Sehr schön, gell? Ja. Komm. Ja. Хорошая презентация, мастер-класс. Es ist eigenartig, es ist uniqueness. Тебе как? Der Duft, der ist Cornerstone. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Ja, es kann Амбассадор марки. Сказал, что на моей коже очень хорошо раскрылся букет этого парфюма. В общем, хочется сразу. Die 3 Flakon 1080. Ja. Что она не нальет? Ну, сначала посмотри, потом нальет. Hat er etwas Spezielles gesucht oder einfach nur Я смотрю, какой шикарный морской тема. Недорого, просто меня принесла. Ну что ты снимаешь? Как вам мои классные панталончики? Мне кажется, очень классно они сочетаются с этими туфлями. Прям такой французско-королевский стиль. Сразу хочется... Да, и эти макароны французские, эти пирожные, и еще какого-нибудь мопса, который бы прыгал тут за макарониной. И, конечно же, поклонники с этими рукавами боа. А представь себе, что ты собралась в морское путешествие. Что тут как раз. Сегодня мы зашли по дороге в наш один из любимых бутиков Цюриха, Антрдё. И вот мы смотрим на актуальную коллекцию весна-лето этого года. И нашли очень классные наряды в морском стиле. Вот, например, вот такой жилет. Как раз интересная линия. Начнем с этого платья. Оно прямо в морских цепях. Ага. Ночное. Да, пуговицы тоже очень красиво оформлены. Еще и вот такой поясок. Вот этот пиджак мне очень понравился, мужской, с золотыми пуговицами. Сейчас я его примерю. О, очень легкий, кстати, на лето подходит, потому что в нем не жарко, и при этом он как-то струится, приятен к телу, из такой очень нежной ткани. Даже не застегивая ходить. По яхте своей, 12-метровой. Еще вот такой есть пиджак, тоже классный. А? На бушлак похожий. Что? Да, когда уже похолодает. Грозовые тучи и что? Красивые элементы в виде цепей на талии. Очень красиво, элегантно, изящно.
Да, он, Хорошие, свежие. да. Он, кстати, да, чувствуется, что он уже с таким более... andere etwas gefunden. Я. Да, он уже немножко поплотнее, то есть его на прохладный день летом очень классно. Ну, вообще классно. Что, лучше, чем первый? Морское прям. В общем, мне нравится, классный. И карманы удобные, можно сюда что-то положить, и телефон. И... Слушай, надо брать. Шикарный, да. Кто мне подарит пиджак? Еще нашла вот такой интересный короткий полуплащ. Это, наверное, полуплащ. Ну, не знаю, ветровка, кафтан, что-то такое, да? Тоже, мне кажется, очень классный. То есть такой в стиле кардигана, да? Да. И можно с любым нарядом его супер классно сочетать. И плюс ткань такая тоже очень приятная. Немножко она в полосочку, или как это сказать? В рубчик. Очень красиво. Элементы. Да. То есть такой летний кардиган в стиле морском. Мне кажется, очень классный. То есть я бы его взяла. Господи, все охота. Вот, классная водолазка, тоже мне очень нравится, с люрексом, с длинными рукавами, немножко в стиле, мне кажется, 70-х, да? Длинная по фигуре, Да, вязаная. немножко прозрачная такая. Немножко, да, то есть удобно летом, не жарко. Да, не жарко, вообще классно. Тенниска или что-то какое. Ну, просто морская тема. В общем, да, судя по всему, стоит нам приобрести скоро, очень скоро яхту. И вот смотрите, какой классный топ-жилет. Очень прямо секси. Сейчас я его застегну на шее. Вот так вот он смотрится по фигуре. Тоже с красивыми элементами, тоже с нитью блестящей. Тоже классный. Серебристый люрекс. И да, смотри, пуговицы такие золотисто-матовые. Тоже прикольно. В общем, супер-супер. И можно пиджак, топ-жилет комбинировать вот с такой юбкой. Кстати, мы посмотрели, что материал там шелл, вискоза и полиэстер. Подклад, наверное, полиэстер, да? На подклад, скорее всего, полиэстер. И все сделано в экологичном производстве. И марка это Marciano by Guess. В общем, все из переработанных материалов. Да, и в этом магазине найдете уникальные вещи. То есть все вещи представлены буквально в одном-двух экземплярах максимум. То есть не так, как обычный масс-маркет, который предоставляет полную размерную линейку. И вот мы еще видим, здесь в этой линии имеются супер классные морские брюки свободного покроя. Секси-секси. Конечно, они мне длинные были бы, пришлось бы обрезать. Карманы, сзади как бы обманки, а здесь карманы. Не классно, очень приятный материал. Потому что вискоз. Да, я бы Ощущение купила. вискозное. Я бы купила всю эту коллекцию, честно говоря. Прям она вообще прям по душе. Очень стильно, органично, супер материалы, приятные к телу, легкие. В них прямо хочется ходить и дышать, и тусить, да. То есть не какие-то не стягивающие, а очень приятные к телу, и при этом да, дышится в них свободно и чувствую себя супер стильной, супер красивой, прямо как бы принцессой с яхты. Платье от Малины.
Супер летнее коктейльное платье в стиле бюстье с гофре вставками, и еще юбка держит форму. Очень классно, зажигательно, прямо хочется сразу на яхту, на летнюю вечеринку со звездами Голливуда, на палубу, на Каннский фестиваль, да, кстати, оно, мне кажется, очень бы шикарно смотрелось там. Хорошая по длине, подчеркивает фигуру, цветы красивые, цвет фуксии на нежно каком-то бежево-кремовом фоне. В общем, я в восторге. Очень интересная марка Малина. И мне, кстати, она в прошлый раз еще как-то запомнилась. У них интересные наряды. Иногда бывают такие слегка экстравагантные, но бывают и такие носибельные. Надела, примерила супер классный топ из шелка, который еще внизу держит форму. Баска, да, от марки Малина. И смотрите, сюрприз-сюрприз, вырез на спине. В общем, супер секси, супер круто, супер стильно. Вот такое супер платье с коротким рукавом. Это лен, да? Изо льна. Юбка тоже держит форму. Тоже супер. Летнее, легкое, красивый принт. Это тонкий лен. Это тонкий лен, да, но платье немножко как с подкладом. И вот к этой блузе можно купить такую шикарную юбку. Она из тонкого шелка. По фигуре длинная, очень красивая, на молнии. В общем, мне нравится. Я бы купила себе такой костюм на лето. Мне идет, я думаю. Xenia, was wartest du? Я... Also nicht langsam, ziemlich schnell überlegen jetzt. Solange das Mutter kann noch schauen. Ja, das stimmt. Jetzt musst du Gas geben. 5 Jahre hat man, oder? Es hat ja so viele Männer, die frei sind. Wo? Ich habe von dir nicht gesagt. Aber es Anwesende ausgeschlossen. gibt einen Tipp, die kann auch 2 Frauen geben, weißt du? Ist gut unterwegs. Baut alles aus. Also was? Die Beine. Супер классная блуза изо льна с подкладом. Тоже красивый принт. В общем, супер-супер. Милый топ, который можно завязать вокруг шеи, полуприоткрытая спина и рюши. Да, это же рюши. Это вискоза мы смотрели. Ланы, наверное, еще такие. Воланы, да. Красивая тоже. Тоже, мне кажется, совсем можно сочетать. Очень классное летнее. А вот супер платье изо льна. Тоже держит форму с длинными рукавами. Немножко, помнишь, в стиле, который я привезла из Москвы, мне кажется? Не помнишь? немного. Ну, немножко все с чем-то Ну, это прям напоминает. такое, я не знаю, какая марлевая ткань прям. Это не знаю. С подкладом. Ну, наверное, в самую жару его как бы не наденешь, но... Почему? Наоборот, хорошо. Как бы подклад защищает, а оно вообще прозрачное. Вот, в общем, мне понравились коллекции от Малины и от Marciano Baghes. 2 моих топа фаворита. То есть, если бы у меня был сейчас сертификат подарочный
на большую сумму, я бы приобрела эти две коллекции. Я прямо для путешествия, да? Да. И в морское, и на суше. Современный образ современного мужчины. Мужчины. Худи, пиджак. Привет из 90-х, малиновый пиджак. Вот так. Нежданно-негаданно. Ностальгия по 90-м дает о себе знать. Это, кстати, тоже Карл. Для лета лен самоту. Красивая, летняя. Можно каждый день мусор выносить. Может быть, надо наоборот, чтобы видно было, что ты нас отсюда будешь снимать? Можно, чтобы вы там стояли? Да, вот тут, наверное. Machen wir da? Also, die erste Frage war noch Warte schnell, ich fange mal an. So, jetzt sind wir da im Entre-deux und wir haben jetzt ein kurzes Gespräch oder besser gesagt ein kurzes Interview mit dem Mitarbeiter von dieser Superboutique, Milos. ist am meisten jetzt olivgrün und hellblau. Und für Damen ist es gelb oder rot. Okay. Genau. Sehr auffällig für die Frauen. Für Sommer ist es Did you see that girl? No, stop it, man. I saw her first. My lord. Nah, back up, man.